Roms unsichtbarer Treibstoff. Schulden und Gier. Pass auf, mein Freund, wenn wir an Rom denken, haben wir immer diese glänzenden Rüstungen und disziplinierten Soldaten im Kopf. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Hinter diesen Helmen und den scharfen Schwertern steckte in Wirklichkeit ein gewaltiger Schuldenberg und ein logistischer Albtraum. Tausende Männer mussten satt werden, Pferde brauchten Futter, Straßen mussten gebaut werden. Das alles kostet richtig Asche. Und weißt du, wie Rom das gelöst hat? Ein Unternehmen in der Toga. Früher zogen Bauern in den Krieg und kehrten danach auf ihre Äcker zurück. Aber als Rom wuchs, hieß es, ich brauche eine Berufsarmee. Tja, und Profisoldaten wollen Gehalt sehen. Woher nehmen? Natürlich durch die Besetzung neuer Gebiete. Neue Provinzen bedeuteten neue Steuern, frische Sklaven und Silberminen. Rom tickte also nach dem Motto: Wir führen Krieg, um Geld zu verdienen, damit wir noch mehr Krieg führen können. Ein lupenreiner Kreislauf. Investoren und Kriegsaktionäre Rom verließ sich nicht nur auf Steuern. Sie liehen sich Geld von den Reichen. Aber diese Typen gaben die Kohle nicht aus Vaterlandsliebe her. Das war ein eiskaltes Investment. Was sie dafür bekamen? Ausschreibungen für die Steuereintreibung, Handelsmonopole in den neuen Gebieten. Im Grunde waren die Senatoren von damals nichts anderes als die heutigen Aktionäre, die sich an der Rüstungsindustrie dumm und dusselig verdienen. Krieg war der profitabelste Geschäftszweig. Und was passierte dann? Irgendwann stockte das System. Als die Eroberungen nachließen, war die Kasse leer. Was hat Rom getan? Die antike Version des heutigen Geldruckens. Sie haben den Wert der Währung gedrückt. Der Silberanteil in den Münzen wurde klammheimlich reduziert. Die Reichen brachten ihr Vermögen in Grundstücken, Gold oder im Ausland in Sicherheit. Und wer zahlte die Zeche? Natürlich die Unterschicht, also das Volk. Was hat das mit heute zu tun? Schau mal, heute ist es doch kaum anders. Regierungen leben auf riesigen Schuldenbergen, Zentralbanken drucken Geld ohne Gegenwert. Kriege werden immer noch auf Pump finanziert. Wer glaubst du, hat die Billionen für den Afghanistan-Krieg bezahlt? Wir alle, durch Inflation und Steuern. Die Lektion aus Rom ist die: Wenn ein System nur auf ständigem Wachstum und Schulden basiert, knallt es irgendwann gegen die Wand. Nicht, weil der Feind das Tor eintritt, sondern weil die Mathematik nicht mehr aufgeht. Man kann dem System nicht ganz entkommen, aber man kann die Augen aufmachen. Zu checken, dass Inflation kein Zufall ist und Schulden keine Freiheit bedeuten, sondern eine Kette am Bein, das ist der erste Schritt. Wie die Stoiker schon sagten, unser größter Feind ist die Selbsttäuschung. Roms Geschichte ist nicht nur altes Zeug aus dem Geschichtsbuch, sie ist eigentlich eine Bedienungsanleitung. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran, in den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.